Sind Autoscheinwerfer heute höher eingestellt als damals? Entweder ich bin lichtempfindlicher geworden oder heutzutage haben viele Autos die Scheinwerfer zu hoch eingestellt. Egal ob von vorne oder hinten, andauernd werde ich geblendet und es sieht so als hätten sie Fernlicht an. Oder liegt es an den vermehrten SUVs? Geht es euch genauso? Habe ich mich auch schon öfter gefragt, aber ich denke, dass es sich einfach um die inzwischen üblichen LED- und Xenon-Scheinwerfer handelt, die einfach deutlich heller sind als die alten Funzeln von damals. Auch die Lichtfarbe ist von warmweiß auf kaltweiß umgestiegen. Noch dazu kommen die manchmal spät reagierenden automatischen Abblender- und Matrix-LED-Scheinwerfer, die auch nicht so super gut funktionieren, finde ich, gerade in Kurven. Automatisches Abblenden ist der größte Rotz. Selbst in höherpreisigen Markenautos leuchte ich den entgegenfahrenden Autofahrern dann noch aus 5 Metern Entfernung bis in die Poritze. Ja, zum Kotzen. Und die Fahrer interessiert es auch gar nicht. Fahren einfach so weiter. Im Endeffekt kannst du dem nur durch eigene technische Gegenmaßnahmen beikommen. Gibt es nicht auch schon Spiegel, die auf das Licht vom Fahrzeug hinter einem reagieren und sich zusätzlich abdunkeln? Jupp, sogar Außenspiegel. Innenspiegel tun das ja schon recht lange. Auf die Außenspiegel zielte die Frage ab. Danke fürs Teilen. Ich musste den Rückspiegel bei meinem letzten Auto auch noch manuell einstellen, daher kam ich noch nicht in den Genuss. Der arme Manuel, den du dafür einstellen musstest, um deinen Rückspiegel blendsicher zu machen. Sorry, ich konnte nicht anders. Allerlord. Da hast du die Chance dafür aber genutzt. War nur das falsche Bild. Hier ist das Richtige. Haben aber auch nur die höherpreisigen Modelle. Glaub, bis das Basisausstattung ist, wird's noch ein paar Jahre dauern. Kann man, glaube ich, nicht so generell sagen. Gibt's teilweise auch bei günstigen Kleinwagen gegen Aufpreis. Anderes Beispiel, Ford hat eine Frontscheibenheizung. Die bekommt man bei vielen Premium-Herstellern gar nicht. Beim Skoda Superb Sportline, über 50.000 €, muss man sogar den Heckscheibenwischer zusätzlich kaufen. Die Frontscheibenheizung ist von Ford patentiert. Klüger Schachzug von denen. Frontscheibenheizung habe ich in meinem 30 Jahre alten Mittelklasse Ford. Bestes Extra, was ich je hatte und auch nicht missen möchte. Richtig, die hatten 5 Jahre Vorsprung, mittlerweile ausgelaufen. Mein Vater hatte damals automatisch abdunkelnde Außenspiegel im Golf V. War Baujahr 2007 meine ich. Müsste das Licht- und Sichtpaket gewesen sein. Lieber manuell als automatisch und dafür kaputt, in meinem VW Polo. Ich bin ehrlich gesagt froh, wieder einen manuellen Rückspiegel zu haben. Der letzte automatische Spiegel war der letzte Dreck und hat oft gar nicht abgedunkelt, wenn es schon hätte sein müssen. Vor allem tagsüber, wenn mal ein Idiot mit zu hohem Licht hinter einem ist, würde ich schon gerne abdunkeln können, aber ging mit dem Teil nicht. Je nach Richtung kann man mit Fernlicht oder Nebelschlussleuchter Abhilfe schaffen. Hatte letztens auch so einen hinter mir, der ständig zwischen Fern- und Abblendlicht gewechselt hat, weil seine Automatik mein Rückleuchten wohl nicht konsistent erkannt hat. Er hat die Automatik aber auch nicht abgeschaltet, nachdem ich ein paar Mal mit der Nebelschlussleuchte geblinkt hatte. Also einfach die nächsten 10 Kilometer mit in SL gefahren und sein Fernlicht blieb aus. Doch, aber bringt halt nix, wenn er dir entgegenkommt, und eine abdunkelnde Frontscheibe, denke ich, ist nicht erlaubt. Man müsste praktisch eine Matrix-Frontscheibe erfinden, die nur da abdunkelt, wo zu viel Licht eintrifft. Da gibt es bestimmt auch schon einige wenige Experimente mit. Wird nur in Deutschland, wenn nicht Europa, eher schwierig sein, dafür eine Straßenzulassung zu bekommen. Automatisch abblendende Innen- und Außenspiegel. Gibt's aber schon lange. Will ich nicht mehr missen. Super gut. Manche Fahrer interessiert das schon, die Eltern meiner Freundin haben einen Opel Zafira und sehen, wie ihr Licht andere Leute blendet, aber es lässt sich wohl nicht abstellen. Waren damit schon mehrfach in der Werkstatt, aber es heißt immer, dass alles normal funktioniere. So bekommen sie von jedem dritten entgegenkommenden Auto Lichthupe, sind selber maximal genervt, aber deswegen können sie das Auto jetzt auch nicht verschrotten. Da ich mir nicht vorstellen kann, dass man das nicht ausschalten kann, ist für alle Modelljahre vom Zafira mit Drücken des Blinkerhebels nach vorn deaktivierbar. Ausschnitt aus Betriebsanleitung. Gibt's da keine Tech-Hack-Bastelmodder, die so etwas zurechtbröckeln können? Es wird doch alle mögliche an den Autos herumgebastelt. Ironischerweise würde genau das vielleicht die Zulassung gefährden. TÜV sagt nein. Der sagt auch nein zu irgendwelchen Sportmodes und Brüllauspuffen, gemacht wird's trotzdem. Und zum TÜV vorführen muss das dann eben wieder deaktiviert werden. Naja, an Beleuchtung rumfuschen ist halt echt nicht so cool.
Finde ich persönlich auch gefährlicher als nen zu lauter Auspuff. Ja, ist halt doof, dass es nicht von Haus aus so funktioniert wie es soll. Einfach Abblendlicht, kein Hoch- und Runtergezappel ist wohl nicht mehr hip und cool heutzutage. Mit freundlichen Grüßen dann ja keine Ahnung helf. Also mein Audi A6 macht das eigentlich sehr gut. Ist halt ein Feature für die Landstraße. Und wenn du eine 3 Kilometer gerade Strecke hast, musst du gegebenenfalls selbst eingreifen. Ansonsten macht es dir automatisch besser als ich das würde. Muss sagen, da hatte ich nie Probleme. Schwierig sind ab und zu Matrix-LED-Systeme, aber auch das ist mittlerweile echt in Ordnung. Fahre ich das einzige Auto, wo das super funktioniert? Bisher hatte das automatische Abblenden nur einmal einen Hänger und hat, als ich gerade durch eine Senke fuhr, für eine Sekunde auf Aufblendlicht geschaltet. Der Gegenverkehr hielt das für eine Lichthupe und ist langsamer gefahren, aber sonst reagiert die super schnell bei Gegenverkehr oder bei Fahrzeugen vor mir. Im Zweifel kann ich zwar immer noch manuell abblenden, aber das musste ich bisher nicht machen. Damit können die sich aber dann die Vorsprache beim Proktologen sparen. In meinem Kia Stinger funktioniert das bisher ganz gut. Geht mir auch so. Zum Teil SUV, zum Teil hellere Leuchtmittel und zum Teil leichte Höhenunterschiede der Straßen. Und dass die Leute schlichtweg zu blöd sind, die Lichthöhe einzustellen. Geht bei den neuen Autos mit LED gar nicht. Die Einstellung ist automatisch, wie von KBA vorgeschrieben. Die manuelle Einstellung geht nur bei Halogen und sehr selten bei einigen LEDs, die die Lumengrenze nicht überschreiten, Kia und Hyundai. Und ich dachte schon, ich bin bescheuert. Ich bin gestern einen brandneuen Leih BMW gefahren, so eine richtige Angeberkarre, und ich habe selbst als Fahrerin gesehen, dass das Licht viel zu hoch eingestellt war. Links, wo man normalerweise die Höhe einstellen kann, war auch ein Rad zum Drehen. Aber das hat nur die Tachobeleuchtung heller oder dunkler gemacht. Total bekloppt. Die Leuchtweitenregulierung, Licht absenken bei Beladung, gibt es nicht mehr im Innenraum, im Motorraum kannst du die trotzdem verstellen, wie du möchtest. Damit kommst du dann aber nicht durch den TÜV. Erstens das und zweitens fummelt da wohl kaum ein Unwissender rum, zumindest nicht die große Mehrheit. Wenn du wüsstest, inzwischen muss man nämlich einstellen, dann Motorhaubitze und dann Zündung ein Plus aus, damit die Motoren ihre Stellung anfahren und du kontrollieren kannst, ob es wirklich richtig ist. Aber die meisten kennen es halt nur von den alten Scheinwerfern, wo Haube auf, einstellen, Haube zu. Wenn es dann geprüft wird. Bis dahin ist das Auto aber schon 2 bis 3 Jahre blendend herumgefahren. Danach einfach wieder hochdrehen. Oder wenn man es selbst nicht kann, in der Werkstatt über das schlechte Licht beschweren. Was gibt es dann da einzustellen? Ohne größere Zuladung ist Standard doch 0 und mit Zuladung kann man das Licht dann entsprechend nur weiter runterstellen, um auszugleichen, dass das Auto vorne hochgeht. Das Einzige, was man machen kann, ist das normale Licht anstellen. Aber das macht eine Werkstatt mit speziellem Gerät, nicht die Leute. Inwiefern sind also die Leute zu blöd für das Einstellen der Lichthöhe? Vielleicht übersehe ich ja was. Beim Durchschnittsfahrer würde ich zwar davon ausgehen, dass er nicht weiß, dass es dieses Rädchen gibt und was es tut. Sprich, wenn der mit 5 Leuten im Auto seine Waschbetonplatten spazieren fährt, blenden seine Scheinwerfer. Aber das ist nur bei Halogen- oder Niedrigweitxenon vorhanden und die blenden auch mit Beladung weniger als das LED-Abblendlicht Hochpreis-Modelle. Natürlich, nur blenden tun halt viele, dass die gerade alle eine hohe Beladung haben, bezweifle ich sehr. Zumal die meisten Leute alleine im Auto sitzen. Aber das ist nur bei Halogen- oder Niedrigweitxenon vorhanden und die blenden auch mit Beladung weniger als das LED-Abblendlicht Hochpreis-Modelle. Jupp. Ich nehme halt als 0815 Mensch an, dass die von Werk an schon richtig eingestellt sind und ich da nichts machen muss, wenn ich alleine oder ohne große Ladung rumfahre. Fun Fact: Die Leuchtmittel sind nicht heller als Halogenscheinwerfer. Unser Auge ist nur empfindlicher gegenüber weißem Licht, Mondlicht, als gelbem Halogenlicht. Fun Fact: Das stimmt nicht. Es gibt durchaus deutlich hellere Leuchtmittel, ab einer bestimmten Grenze muss zudem eine Scheinwerferwaschanlage vorhanden sein, um Blendungen durch Schmutz vorzubeugen. Und man müsste fragen, ob man mit Helligkeit den Gesamtlichtstrom, also Lumen, meint oder die Helligkeit an einen Punkt, Lux. Außerdem dürfte gerade im Stadtverkehr eher der Kontrast zwischen warmweißem Straßenlaternenlicht und kaltweißen Scheinwerfern dazu führen, dass diese selbst bei gleicher Helligkeit als heller wahrgenommen werden. Außerhalb der Stadt ohne Beleuchtung wirkt der Unterschied plötzlich nur noch halb so krass. Ob da nun was dran ist, dass man zusätzlich sensitiver für kaltweißes Licht ist, weiß ich aber nicht.
Scheinwerfer dürfen maximal 430.000 CD sein. Sollte eigentlich schon seit den Halogenscheinwerfern ausgenutzt werden. Die 430.000 CD gelten für Fernlicht, in Summe. RJR 48.6.1. Abblendlicht ist meines Wissens nicht begrenzt. Abblendlicht ist meines Wissens nicht begrenzt. Da gibt es meinetwegen hauptsächlich folgende Regel, die ja keine Begrenzung der Helligkeit per se darstellt. https www. Mobile. Der Magazinartikel Scheinwerferreinigungsanlage des musste darüber wissen 2390. Alle Fahrzeuge, die seit dem 1. April 2000 zugelassen sind und die ein Abblendlicht mit einer Leuchtstärke von mehr als 2000 Lumen aufweisen, müssen über eine Scheinwerferreinigungsanlage verfügen. Dann konnte Abblendlicht ja heller sein als Fernlicht. Klar, wieso nicht? Mein LED-Motorradscheinwerfer hat zum Beispiel 3000 Lumen Abblendlicht und zusätzlich 2000 Lumen Fernlicht. In der Halogen-Variante sind es jeweils 1500, 2x Halogen H7. Höhere Leuchtfadentemperatur gleich höhere Leuchtkraft und kürzere Wellenlängen, aber die maximale Empfindlichkeit ist eben auch bei diesen Wellenlängen. Ja, die geht mir ähnlich. Mein Erklärungsansatz. Ein bisschen von allem. Autos wachsen. In der Folge klettern die Scheinwerferhöhe bei gleichbleibenden Abblendwinkel. Zudem ändern sich die Fahrzeughäufigkeiten zu mehr Brummbrummens mit weiter oben angebrachten Lichtquellen. Denk an SUVs, aber auch Familientransporter und Vans. Festgelegt ist dem entgegen der Winkel, in dem das Licht vom Ausgangspunkt fallen soll. Das heißt, höher eingestellt sind Scheinwerfer heuer nicht, und seit es automatische, beladungsabhängige Leuchtweitenregulierung gibt, sollte die Quote der falsch eingestellten Lampen deutlich zurückgegangen sein. Last but not least, Leuchtmittel. Gefühlt lässt das KBA heute alles zu. Laserschwert? Flakscheinwerfer? Gerne. Hier Ihre AB. Dass dann das fetzige Matrix-KI-System so gut funktioniert wie Windows 95. Wein juckt's. Gefühlt lässt das KBA heute alles zu. Wenn ein großer Autobauer kommt, klar. Auf der anderen Seite gibt es sowas wie die LED-Retrofit-Leuchtmittel für Halogensockeln, wo Osram und Philips seit bald 10 Jahren um Zulassung kämpfen. Die müssen jedes verdammte Automodell einzeln komplett prüfen lassen, bevor sie eine AB speziell für diesen Scheinwerfer bekommen. Dann darf man ein LED-Leuchtmittel in den H4, H7 Sockel tun, welches nicht mal heller ist als die Halogen-Variante. Könnte ja sonst passieren, dass das Lichtbild nicht 100% stimmt und jemand geblendet wird. Währenddessen sind werkseitige LED-Scheinwerfer 3- bis 4-mal so hell und blenden alle. Völlig legal. Das hat mich auch immer gewundert. Porsche schon seit Ewigkeiten mit Klappenauspuff und Frittenthecken hinten drauf, also im Bau kriegst du bei sowas die Karre stillgelegt. Wobei es ja jetzt auch TÜV-konforme Klappenanlagen zum Nachrüsten gibt. Warum Porsche das darf und ansonsten ist's illegal? Das weiß keiner. Osram hat mit Nightbreaker H7 LED und Philips mit Ultinon bereits LED-Ersatz für bisherige Halogenlampen. Ja, aber die darf ich nicht einfach in jeden Scheinwerfer einbauen. Die sind nur für ein paar weniger Modelle Baujahre zugelassen, und in H7 auch nur fürs Abblendlicht. https www. Philips DCE Autolampen Scheinwerfer LED Compatibility List. HTML. https www. Osram D am Nightbreaker LED Index. JSP. Eben weil durch die bescheuerte Regelung jeder Scheinwerfer einzeln getestet werden muss. Retrofits für andere Funktionen sind überhaupt nicht zugelassen, obwohl es auch dort sicherheitsrelevant ist. Blinker und Bremsleuchten sind in LED schneller besser zu erkennen als in Glühdraht. Großteil der Audis BMW mit ihren Xenon-Scheinwerfern sind so unglaublich hell, dass man teilweise für einen Moment blind ist. Hab immer das Gefühl, die fahren mit Fernlicht durch die Gegend. Finde das massiv störend. Ich frage mich immer, wie die Autohersteller dafür immer Zulassungen bekommen. Als aktiver Fahrer zwar nice to have, aber als entgegenkommender oder vorfahrender Fahrer echt schlimm. Soweit ich weiß, gibt es für Abblendlicht keine Regulierung für die maximale Lichtmenge. Oh. Weil das Regelwerk naiv davon ausgeht, dass sich niemals andere Verkehrsteilnehmer unterhalb der Hell-Dunkel-Grenze befinden. Tatsächlich gibt es viele Situationen, in denen man im Abblendlichtkegel landet. Gruppen, Kurven, mehrere Spuren pro Fahrtrichtung. Oder das Licht durch die Gegend reflektiert wird, Nebel, Regen, nasse Fahrbahn. Bei schlechtem Wetter besonders fies. Es gibt Regelungen, ab welcher Lichtmenge die Höhe des Kegels aktiv automatisch gesteuert werden muss, Leuchtweitenregulierung.
Das ist bei Xenonlicht der Fall, bei vielen LED-Scheinwerfern aber nicht. 25 Watt Xenon ist auch knapp unterhalb der Grenze, wahrscheinlich genau aus dem Grund, dass man sich die automatische Regulierung sparen kann. Die automatische Regulierung ersetzt bei den meisten Autos aber nur das kleine Rädchen zum Beladungsausgleich. Es braucht trotzdem eine korrekte Grundeinstellung. Wenn der Scheinwerfer an sich zu hoch eingestellt ist, blendet er auch mit automatischer Leuchtweitenregulierung. Das hilft dann, wenn der vollbepackte Familienkombi in den Urlaub fährt und der Fahrer wie gefühlt 99% nicht weiß, was das Rädchen tut. Bei Halogen nicht so schlimm, aber bei Xenon-LED gefährlich. Bringt aber nichts gegen das Geblende in Kurven, auf Kuppen, auf nasse Fahrbahn oder wenn die Scheinwerfer hochmontiert sind. Das ist kein Xenon mehr, das ist LED. Oder bei Audi und BMW Laserlicht, aber keine Ahnung, ob das nicht nur ein Marketingbegriff ist. Xenon ist doch schon längst veraltet. LED heißt das Zauberwort, und die blenden dich nur dann nicht, wenn du selber welche hast oder sehr weit oben sitzt. Immer mit Lichthupe antworten. Wird schwierig, wenn der Blender hinter dir fährt. Einfach 1 Kilometer pro Stunde unterhalb der Geschwindigkeitsbegrenzung fahren, dann wirst du binnen 3 Sekunden aggressiv ausgehupt und überholt. Der Blender ist nun vor dir, Problem gelöst. Oder wenn man mit dem Fahrrad fährt. LED-Licht an Fahrrädern ist auch schlimm, wenn man denen als Fußgänger entgegenkommt. Aber wenn man dann seine Taschenlampe rausholt und denen entgegenhält, wird geheult, dass man sie ja blenden würde. Beim Fahrrad liegt's aber definitiv an der falschen Einstellung. Im Gegensatz zum Auto ist da die Höhenregulierung ja nicht automatisch. Manche Radfahrer drehen ihre Lampe auch absichtlich nach oben, weil dann die Verkehrszeichen alle so lustig reflektieren. Definitiv. Aber seitdem alle LED haben, ist es richtig fies und da habe ich dann auch keine Skrupel, zurückzublenden. Ich gebe auch mit dem Fahrrad Lichthupe. Ist halt unpraktisch, wenn der Schalter nicht am Lenker ist. Edit, beziehungsweise man keine Taschenlampe griffbereit hat. Ich habe so eine Akkulampe am Lenker befestigt, die kann ich einfach kurz hochdrücken. Nebelschlussleuchte anmachen. Langsamer fahren. Aber vorher Sonnenblende runterklappen oder Hand vors Gesicht. Die meisten antworten mit Fernlicht, weil sie irgendwie zu blöd dafür sind, zu kapieren, dass ihr Abblendlicht blendet, oder es ist ihnen egal. Ja, klar blicken die das nicht. Aber wenn der dritte Lichthupe gibt, merken sie es vielleicht. Der Porsche Cayenne hätte bei mir gar keine Zulassung bekommen. Ein Auto für Blender. Oh danke. Ich dachte schon, es geht nur mir so. Aber das ist anscheinend ein echtes Problem. Gerade bei SUVs sind die Scheinwerfer dazu noch höher angeordnet, sodass man auf Augenhöhe geblendet wird. Okay, ein First-World-Problem, aber fahre dann mal noch ein Sportwagen-Roadster, wie zum Beispiel ein MX-5, die prinzipbedingt so flach wie möglich sind. Ich habe regelmäßig das Gefühl, die nette Person hinter mir in ihrem SUV lasert mir die Augen, da die Scheinwerfer genau auf Höhe meiner Scheibe sind. Jupp, bei meinem Polo genauso. Ich denke, die Höhe ist das größte Problem. Oh, noch ein davon geplagter MX-5-Fahrer? Ich fühle dich. Wer einmal versucht hat, in einem kleinen Wagen in einer dunklen Straße rückwärts einzupacken, während hinter einem ein SUV mit Ultra-Hyper-Xenon-Laser Multimegabeam angerauscht kam, weiß, woran das liegt. Du hast Matrix und LED vergessen. Ich würde eher behaupten, dass die Lichter heller geworden sind. Du meinst, Kerze, Glühbirne, Halogen, Xenon, LED? Es gibt aber auch Xenon und Xenon. Minus. Ja, sorry. Bin da eher ein Experte. Alles gut. Ich kann das absolut nachvollziehen und mag es gar nicht mehr nachts zu fahren. Bei Regen wird es noch viel ekliger. Nach meinem Empfinden ist nicht die Helligkeit grundsätzlich das Problem, sondern wie die Lichter eingestellt sind und vor allem in welcher Höhe die angebracht sind. Ich meine, die Scheinwerfer werden immer höher eingebaut. Selbst LKWs haben tiefere Lampen als manche SUV, besonders schlimm sind aber Sprinter-Lieferwagen. Und folglich ist es egal, wie man die einstellt, wenn das Leuchtmittel auf Höhe der Heckscheibe ist, wird es immer blenden. Vor vorne ist es auch nicht besser. Dann gibt es diese Matrix-LED-Dinger, die zwar nicht direkt blenden, aber beim Entgegenkommen trotzdem so hell ins Auge leuchten, dass man nichts mehr sieht. Kennt man ja, wenn man vom Hellen ins Dunkel geht, sieht man auch nichts mehr, die Pupille passt sich halt langsam an. Ähnlich ist es, wenn die hinter einem fahren.
Toll, links und rechts von mir ist alles hell, also denken die Augen es ist hell, dadurch wird es aber vor mir wieder schwieriger zu sehen. Eine flache Limousine mit gleichem Licht wie ein SUV, oder generell hohes Auto, blendet nach meiner Erfahrung fast immer weniger als ein SUV. Ich fahre übrigens selbst ein Auto mit Xenon aus 2010 und wenn mir exakt dieses Modell entgegenkommt, empfinde ich das nicht als übermäßig hell, ist auch eingestellt wie ein klassischer Halogenscheinwerfer. Da spielt wohl auch viel mit, dass die LEDs ein komplett anderes Lichtmuster erzeugen. Und weil hier viele von Xenon schreiben, ich dachte die werden seit Jahren nicht mehr verbaut? Alles was die letzten Jahre rauskam ist doch LED und Laser? Xenon gibt es beim ein oder anderen Hersteller noch, teilweise aufpreispflichtig, wenn der Standard Halogen ist. Ich habe noch einen Käfer, im Vergleich ist er wie eine Kerze zu einem Flakscheinwerfer. Lichttechnisch gibt es bei Autos ein Wettrüsten. Wobei es mittlerweile auch sinnvolle Techniken gibt, nicht nur gib ihm dreckig zum Beispiel LED-Matrix. Der Scheinwerfer ist quasi ein Bildschirm. Eine Kamera im Auto erkennt, wo vorne was passiert, ist es ein entgegenkommender Scheinwerfer, wird dieser Bereich ausgeblendet, ist es ein Hindernis, wird es hervorgehoben, finde ich eine sehr geile Technik. Ich verstehe es auch nicht. Mir kommen immer wieder Autos entgegen oder überholen mich, die selbst mich als LKW-Fahrer blenden. Wie kann das sein, dass ich mehr als 2 Meter höher sitze als die Scheinwerfer und trotzdem noch geblendet werde? Das kotzt mich jedes Mal dermaßen an und ich verstehe einfach nicht, wie sowas zugelassen sein kann. LED- und Xenon-Scheinwerfer können den Gegenverkehr aus unterschiedlichen Gründen blenden. Zum einen liegt dies an der Farbe des Lichts. LEDs leuchten mit einer Farbtemperatur von etwa 6000 Kelvin und sind damit dem Tageslicht in der Farbe sehr ähnlich. Doch das menschliche Auge passt sich an die natürlichen Lichtverhältnisse an und empfindet das helle Licht bei nächtlichen Autofahrten als unpassend. Auch Xenon-Scheinwerfer leuchten deutlich heller als Halogen und haben eine tageslichtähnlichere Farbe. Der Griff zum Rückspiegel, um abzublenden, ist mittlerweile schon zur nervigen Routine geworden. Also die Vorschrift besagt, die Einstellung der Scheinwerferleuchtweite folgte auf den Scheinwerfer aufgetragenen Abfall. Z.B. 1,2%. In der Praxis ist es so, dass die digitalen Messgeräte oder vorgeschriebenen Messplätze aufgrund des Zeit- oder Arbeitsaufwands nicht genutzt werden, stattdessen ein altes analoges Messgerät, bei dem grundsätzlich die Einstellungen etwas zu niedrig endet. Somit hat der mit schwächerem Licht das Nachsehen. Außerdem erblinden Leuchtspiegel und Streuscheiben mit der Zeit und sorgen für weniger gerichtetes Licht, mehr Blenden, weniger Ausleuchtung, auch abgenutzte oder verkratzte Windschutzscheiben sorgen für schlechte Sicht. Das Problem hat offensichtlich viele Facetten, derer wir in den Werkstätten ebenfalls ratlos entgegenstehen, wenn's wieder einmal heißt, was kostet es das Problem zu beheben? Die Frage hatte ich mir auch mal eine Weile gestellt. Das liegt zum einen daran, dass immer mehr SUVs unterwegs sind, die per se höher als die Autos von Geringverdienern sind und halt die LED-Scheinwerfer, die einfach ekelhaft hell sind. Du kommst aus dem Paralleluniversum, wie Captain Locker. Es spielen viele Faktoren eine Rolle, wie ich beobachtet habe. Erster, die Scheinwerfer von SUVs, Kleintransportern, etc. sind höher eingebaut. Zweiter, in Limousinen, Kombis, etc. sitzt man zum Teil tiefer als früher. Dritter, einige Idioten tauschen die Leuchtmittel selber und bauen diese falsch ein. Vierter, erhöhte Leuchtkraft der Leuchtmittel, muss ja alles taghell ausgeleuchtet werden. Fünfter, Abblendautomatik funktioniert wie Windows Vista auf einem Schwangerschaftsstreifen. Gibt bestimmt noch andere Gründe, warum es dazu kommt, dass man vermehrt geblendet wird. Aber ja, mich nervt es auch. Die sind deutlich heller. Nicht 100% zuverlässige Abblendautomatik spielt da vielleicht auch noch eine Rolle. Früher war alles besser. Moderne LED-Scheinwerfer bestehen nicht mehr aus nur einem Leuchtmittel. Bei hochpreisigen Modellen kommen mehr als 80 LEDs zum Einsatz. Damit wird dann alles hell erleuchtet außer dir und deinem Auto. Die einzelnen LEDs lassen sich also einzeln dimmen und damit auch die auszuleuchtenden Bereiche. Dadurch entsteht der blendende Eindruck, auch wenn es dich eigentlich nicht blendet. Ich habe das Gefühl auch. Aber nur am Auto mit Halogen. Fahre ich in dem mit LED-Licht ist es nicht so. Liegt einfach daran, dass meine Augen sich auf das hellere Licht eingestellt haben. Die Halogenfunzeln sind ja schon ziemlich mies von der Lichtausbeute. Schlimmer als SUVs und Xenon-LED finde ich Transporter hinter einem und Leute, die ihre Halogenlichter Richtung Weltraum gestellt haben. Ich fahre Xenon, ohne automatisches Fernlicht,
und habe noch nie eine Lichthupe abbekommen, wenn ich selbst rechtzeitig abgeblendet habe. Gefühlt blendet mich aber jede zweite mit Halogenlicht, weil die halt ihre Höhe selbst einstellen können. Die Scheinwerfer sind kleiner geworden, das heißt dieselbe Menge Licht, oder sogar mehr, quetscht sich durch eine kleinere Fläche nach draußen. Das bedeutet, mehr Licht pro Quadratzentimeter, wenn man in den Scheinwerfer blickt. Seltsame Downwoods. Ist völlig richtig. Merkt man auch bei Bremsleuchten, bei denen man direkt auf die LEDs schaut, ohne Umweg über Reflektorlinse. Durch die winzige Fläche hat man eine hohe Leuchtdichte, und das blendet. Ja, Bremslichter sind mittlerweile echt abartig lichtintensiv geworden. Völlig unnötige Scheiße. Und wenn das Blinklicht noch animiert ist, drehe ich komplett durch. Das zieht unbewusst mein Auge in Richtung Lichtquelle. Lass mal deine Augen checken, ob du Hornhautkrümmung hast. Dadurch denkst du, die Autos blenden sehr stark, weil du Halos Lichtringe zusätzlich um die Lichtquelle siehst. Hatte mal eine neue Brille, bei der das vergessen wurde, und dachte, ich kann plötzlich nachts kein Auto mehr fahren. Man kann Brillen so machen, dass man keinen Kranz mehr am Lichter sieht. Das wäre echt cool. Ich habe auch Hornhautverkrümmung und ich sehe mit und ohne Brille die Lichtgrenze gleich. Was muss man da genau machen, weißt du das? Ne, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich das nicht gehen habe, und als ich eine neue Brille bekommen habe, habe ich die Teile gesehen. Hab jetzt einfach die alte Brille als Autofahrbrille. Ich glaube, ihr müsst alle zum Optiker. Ich habe eine Hornhautverkrümmung und seit ich eine Brille habe, blendet es viel weniger. Das kenne ich gut. Zurzeit ein tägliches Erlebnis, wenn ich zur Arbeit laufe, da es im Bahn noch dunkel ist. Boah, die Autos sind größer und das Licht stärker. Mess. Die meisten Menschen denken beim Einstellen nur noch an sich und drehen die Scheinwerfer so hoch wie es geht. Das trifft nicht nur auf SUVs zu, auch wenn meine ersten beiden Punkte danach klingen. Theorie. Viele SUV-FahrerInnen interessieren sich sowieso nur für sich. Mit einem Panzer im Straßenverkehr erwischt es eher die anderen. Als SUV-Fahrerin ist dir das Problem mit dem Blenden vielleicht auch nicht geläufig. Man kann die Scheinwerfer vermutlich bei kaum einem Auto so hoch einstellen, dass man die Spiegel von einem SUV trifft und die Person hinterm Steuer blendet. Die Spiegel sind ja wesentlich weiter über den Boden, gerade der Rückspiegel. Die meisten stellen ihre Scheinwerfer ein, wenn das Auto leer ist. Fun Fact: Die Möglichkeit, die Scheinwerfer einzustellen, gibt es ja gerade wegen der Solladungen. Im Prinzip müsste man sie immer runterstellen, wenn man den Kofferraum vollpackt. Mein Papa hat mir daher beigebracht, sie mittig einzustellen oder eher weiter runter. Man hat sowieso meistens was im Kofferraum und so muss man nicht pausenlos nachjustieren. Punkt 4 ist, dass den meisten der Unterschied zwischen Fahrlicht, im Volksmund Fernlicht, und Abblendlicht nicht mehr geläufig zu sein scheint. Durch die Bezeichnung glauben wohl viele, Abblendlicht sei ihr Fahrlicht und sie müssten es daher besonders weit hochstellen, um etwas zu sehen. Punkt 3 und 4 finde ich persönlich am realistischsten. Bei SUVs fällt das zwar durch die Bauweise besonders ins Gewicht, aber ich glaube, das ist ein Problem der Fahrerziehung insgesamt. Heutzutage dreht kaum noch eine am Licht. Die meisten Fahrzeuge haben eine automatische Leichtweitenregulierung. Dachte ich mir auch, kenne keinen mehr, der selbst was am Scheinwerfer einstellt. Geht aus dem Innenraum auch fast nicht mehr. Ist generell schon noch möglich. Die automatische Leuchtweitenregulierung muss ja auch justiert werden, aber nur mit Schraube vorne im Motorraum. Aber vor allem bei den hellen LEDs kann das wohl teilweise nur noch die Werkstatt machen. Ich hoffe, dass ich diese fortschrittliche Technik auch mal genießen kann. Ich fahre einen lahmen Kleinwagen Baujahr 2013 oder so und ich habe noch gelbe Scheinwerfer, die ich selbst einstellen kann. Habe die so weit runtergedreht, dass es gerade für mich angenehm ist und ich nicht Angst habe, vor den nächsten Felsen zu fahren. Ich habe einen Seat Leon aus 2012 mit Xenon-Scheinwerfern. Gutes Licht und ist sehr angenehm, dass ich mich nicht um die Höheneinstellung kümmern muss. Hat sogar Sitzheizung und Digitalradio. Damals Neuwagen und extrem günstig, war aber vermutlich ein Glücksgriff. Mir fallen sonst spontan auch keine bezahlbaren Autos ein, die LED oder Xenon haben. Xenon gibt es beim herkömmlichen Fiat 500, das bestellt nur kaum jemand, weil relativ teuer. Beim normalen weiß ich den Aufpreis nicht, bei meinem Abarth waren es 1000 Euro. Ich habe es trotzdem genommen. Beim Lichtsparen ist sie immer genauso dumm wie an Reifen sparen. Ich glaube, bei Xenon ist auch dynamisches Kurvenlicht häufig anzutreffen, beim Fiat auch. Das fehlt mir bei normalen LED-SW meistens. Und so wichtig wie das Licht aus ist, 1000 Euro sind auch bei einem Auto viel Geld.
LEDs scheinen mir da wesentlich günstiger zu sein, beziehungsweise könnten die Hersteller es günstiger anbieten. Und nur aus Interesse, welche Modelle Hersteller bieten Xenon an? Dachte echt, ich hätte mal gelesen. Das macht keinen Sinn mehr, weil zu teuer. Kurvenlicht hat der nicht. Xenon ist bei teureren Autos öfters noch die Basisausstattung, wobei manche echt noch Halogen haben, sollten sich schämen. LED kostet dann nochmal Aufpreis. Auf Dauer wird das meiner Meinung nach aber wegfallen. Wenn nach 100.000 Kilometern ein Brenner für 60 € braucht, ist das für Hersteller ja weniger cool als einen Tausender für einen nicht reparierbaren LED-Scheinwerfer zu kassieren. Davon abgesehen ist LED aber auch besser. Ich hätte das bestellt, wenn es das gegeben hätte. Beim Tipo gibt es das mittlerweile, ist also durchaus im Bereich für privaten Neuwagenkäufer angekommen. Das macht es ja noch schlimmer. Ich dachte, das ist ein eher strukturelles Problem, aber so ist es ja werkseitigen gewollt und nur dämlich. Andererseits kann man der Meinung der Hersteller nach Dieselfahren auch nicht zumuten, AdBlue selbst regelmäßig nachzutanken. Mein letztes Auto war Baujahr 2008. Ich bin voraus, was alle diese Technik angeht. Generell ist die automatische Einstellung ganz gut. Man vermeidet auch, dass jemand sein Licht manuell zu hoch einstellt. Und wie andere schon geschrieben haben, der Leuchtwinkel ist wohl vorgeschrieben und den hält die Automatik auch gut ein. Also ich glaube, die Scheinwerfereinstellung ist tatsächlich das geringste Problem. Höhe, Leuchtmittel, ausgeleuchteter Bereich macht da viel mehr aus. Das sind zwei verschiedene Dinge. Das kleine Rädchen neben dem Lichtschalter. Damit gleicht man Besatzung Beladung aus. Kennt kaum jemand, weshalb man zur Urlaubszeit immer Kombis sieht, die den Himmel anstrahlen. Grundeinstellung des Scheinwerfers. Je nachdem 2 Schrauben vorne am Scheinwerfer, vertikale horizontale Einstellung, oder per Software einstellbar. Die automatische Leuchtweitenregulierung ersetzt nur das Rädchen zum Beladungsausgleich. Ab Werk ist die Grundeinstellung meist zu hoch. Für den Kunden erstmal toll, da er nachts weiter sieht und andere ihm eher Platz machen. 3 Jahre lang interessiert das niemanden und er fährt blendend. Wenn er Pech hat, dreht der TÜV das Licht dann runter, bei in Vertragswerkstatt eher nicht, aber die Werkstatt kann das wieder raufdrehen für die nächsten 2 Jahre. Die meisten modernen Fahrzeuge haben das Rädchen nicht. Es ist schlichtweg nicht vorhanden. Bei Xenon und LED ist die Automatik auch Pflicht. Ich habe bei mir noch nie etwas verstellt und trotzdem blende ich an Kuppen, einfach durch die Lichtstärke. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass die Autofahrer ihre Scheinwerfer verstellen. Mit LED und Xenon ist die Ausleuchtung sowieso um Welten besser als mit dem Halogenschrott. Sag ich doch, das Rädchen wird durch die automatische Leuchtweitenregulierung ersetzt, aber das hat nichts mit der Grundeinstellung des Scheinwerfers zu tun. Vor allem kann ich mit dem Rädchen das Licht ja nur nach unten verstellen. Die Standardeinstellung 0 ist die höchste. Nicht die Autofahrer selbst verstellen die Scheinwerfer. Die kommen ab Werk zu hoch, fahren dann 3 Jahre blendend. Dann dreht sie, vielleicht, der TÜV bei der runter. Dann regt sich der Kunde auf, warum er nachts nicht mehr 200 Meter weit mit Abblendlicht sieht. Dann geht der Kunde zur Werkstatt und lässt sich das Licht wieder hochstellen. Passiert laut meinem Werkstattmeister regelmäßig. Völlig wilde Story, habe ich in meinen fast 10 Jahren als Mechaniker noch nie gehört. Den letzten Part liest man auch häufig in einschlägigen Autoforen. OP, mein neuer Passat B8 BMW Audi A6 blendet scheinbar den Gegenverkehr. Ich bekomme oft Lichthupe. Sogar von vorne kommt manchmal Nebelschlussleuchter und ich sehe den Dachhimmel ausgeleuchtet. Gibt dann 2 Arten von Antworten. A. Die müssen alle zum Augenarzt. Nur Leute mit verdreckten Frontscheiben und verstellten Scheinwerfern beschweren sich. Die sind nur neidisch. LED ist halt neu und die müssen sich noch dran gewöhnen. War damals bei Belux zu Halogen und Halogen zu Xenon auch schon so. Alles ist gut. B. Hatte ich auch. Die Werkstatt war einfach zu blöd zum Einstellen. Musste denen so lange auf die Nerven gehen, bis der Meister sich eine Stunde Zeit genommen hat, um das zu korrigieren. Seitdem keine Lichthupen mehr. Oder? OP, ich war bei der seitdem sehe ich nachts nichts mehr. Wie soll ich 100 fahren, wenn mein Licht nur 60 Meter weit reicht? Antwort, hatte ich auch. Geht zum Freundlichen und sagt, der TÜV hat mir das Licht zu defensiv eingestellt. Der macht das dann wieder richtig. Sein Punkt war, dass du auch mit automatischer LWR einen falsch eingestellten Scheinwerfer haben kannst, der alle blendet. Das ist aber sehr unwahrscheinlich. Es sei denn, die Scheinwerfer wurden selbst getauscht. Das Selbsteinstellen geht bei meinem Modell zumindest sehr bescheiden. Das war bei Halogen leichter.
Dafür stellt wahrscheinlich kaum jemand, um eine bessere Ausleuchtung zu haben. Dass sie sich die Grundeinstellung von selbst verstellt, das habe ich noch nie erlebt. Beim TÜV gab es nie Probleme. So unwahrscheinlich ist das, glaube ich, gar nicht. Bei Tesla Z.B. ein berüchtigtes Problem, siehe hier. Gibt viele Gründe, warum trotz LWR der Scheinwerfer falsch eingestellt ist. Frontschaden, Materialermüdung, Befestigung des SW bricht, SW-Tausch, Lampentausch. SW musste ausgebaut werden, um an andere Komponenten zu gelangen, und wurde danach nicht eingestellt. Schlechtet ja im Werk. Zimmermann gucke ich mir auch gelegentlich an. Fahre seit einigen Jahren BMW und hatte da nie Probleme. Die Einstellung ist ab Werk, bei Ford, grundsätzlich zu niedrig. Macht halt auch null Sinn, wenn sie zu hoch wäre. Quelle: Ich mache unter anderem Neuwagenablieferungen. Ford sind mir tatsächlich noch nicht als Blende aufgefallen. BMW, Mercedes, Audi, VW, Porsche, Mini, also eigentlich alle deutschen Fabrikate, haben werkseitig blendendes LED-Abblendlicht. Es lohnt sich auch, die verschiedenen Scheinwerfer auf Distanz unterscheiden zu können. In Bavü zum Beispiel fährt die Polizei Mercedes, das heißt, man sollte nicht unbedingt Lichthupe geben, wenn man nachts von einem Benz geblendet wird. Macht halt auch null Sinn, wenn sie zu hoch wären. Das dürfte sogar wertsteigend sein. Der Fahrer sieht nachts weiter und das Auto wirkt aggressiver. Bei neuen Autos lassen sich die Scheinwerfer gar nicht mal ebenso kurz einstellen, und ich behaupte auch, dass 99% aller Verkehrsteilnehmer gar keine Ahnung haben, wie sie das machen sollten. Zumal der TÜV so etwas kontrolliert. Ob Auto beladen oder nicht, ist auch nicht mehr relevant, weil es eine automatische Einstellung gibt, Leuchtweitenregulierung, die eine Differenz zwischen Vorder- und Hinterachse ausgleicht. Der Hauptgrund, warum Leute glauben, Autos blenden, ist das rein subjektive Empfinden aufgrund der anderen Lichtfarbe. Ich selber kann die Diskussion nicht nachvollziehen. Ich habe persönlich nie das Gefühl, geblendet zu sein, und ich fahre selber ein tiefer gelegtes Coupe, trage aber auch keine Brille und habe gute Augen. Keine Ahnung, ob das was damit zu tun. Aber Brillenträger haben, glaube ich, mehr Probleme. Das mit der Brille kann sein, aber einiges lässt sich dennoch damit nicht erklären. Wenn ich fahre, was selten vorkommt, nutze ich in Regel den Toyota Aygo meines Vaters. Ein relativ kleiner Wagen. Im Resultat bekomme ich regelmäßig das Scheinwerferlicht entgegenkommender Autos, vorrangig SUVs, voll in die Fresse. Ob sie abgeblendet haben, erkennt man dann nicht am Einfallswinkel des Lichts, sondern lediglich an der Intensität. Das ist ein Unterschied zwischen gerade noch den Rand erkennen können und wahrscheinlich bleibender Netzhautschäden. Ich habe mein Autobaujahr 2008 gerade abgeschafft. Daher habe ich keine Ahnung, was heute alles in den Kisten drin steckt. Wahnsinn, dass das Problem echt vom Werk kommt. Zumindest für diejenigen, die es stört. An der Sache mit der Brille könnte etwas dran sein. Liegt auch unter anderem daran, dass viele Autos eine automatische Höheneinstellung für die Lichter haben und man manuell die Lichter eher etwas tiefer einstellt, um niemanden zu blenden. Quatsch. Das Licht muss eine bestimmte Ausleuchtung erzeugen und kann nicht auf Gutdünken verstellt werden. Die manuelle Verstellung, sofern noch vorhanden, dient einer ungleichmäßigen Beladung entgegenzuwirken. In Zeiten, wo Halogenscheinwerfer immer seltener werden, ist auch gut so, und das Licht besser und heller wird, kommt es uns natürlich so vor, als ob es blendet. Und ja, es gibt auch Trottel, die Scheinwerfer manipulieren oder umbauen und dadurch das Licht nicht richtig eingestellt ist. Mich hat das irgendwann so angekotzt, dass ich bei meiner Karre, H4 Halogenfunzeln, 2 fette 100 Watt LED-Scheinwerfer mit Fernscheinwerferzulassung auf der Stoßstange montiert habe. Passenderweise ein Volvo, für die schwedische Rallye-Optik. Im Normalbetrieb sozialverträgliches 3000 Lumen H4 Fernlicht, aber wenn der Schalter umgelegt ist, kommt zusätzlich das Licht Gottes vorne raus. Wenn jetzt ein Blender entgegenkommt, gebe ich dezent eine kurze Halogenlichthupe. Wenn der Typ dann Zurücklicht hupt, will ich sehen, wann er sich zuletzt rasiert hat. Ist auch nützlich gegen sonstige Psychopathen oder geistig abwesende Fahrer, weil so viel Licht irgendwie eine verstörende Wirkung zu haben scheint. Beispielsweise Raser, die dich überholen und dann ausbremsen. Einfach den Anti-Laser einschalten und sie fahren plötzlich wieder schnell. Oder Leute, die meinen, sie müssten trotz Hindernis auf ihrer Seite nicht warten. Fahren mit ihrem tollen Mercedes in die Engstelle rein und fuchteln irgendwie herum, dass ich rückwärts fahren soll. Dann geht die Sonne auf und es dauert nicht lange, bis sie den Rückwärtsgang einlegen. Klingt irgendwie geil,
Aber provoziert das nicht Fahrfehler, wenn sich die entgegenkommenden Autofahrer erschrecken? Und sehen die überhaupt noch etwas, wenn sie an dir vorbei sind? Streng genommen ist da schon alles Land unter. Der Gegenverkehr fährt Tacho 110 nachts auf der Landstraße, unangepasste Geschwindigkeit, Missachtung des Sichtfahrgebots, und ich mit Halogenfunzeln müsste eigentlich auf 20 bis 30 Kilometer pro Stunde runterbremsen, weil ich dank LED-Licht nichts mehr sehe. Wenn ich die Stadionbeleuchtung anmache, sehe zumindest ich wieder alles. Kann halt in bestimmten Situationen dann trotzdem als Nötigung ausgelegt werden, wenn man andere damit erziehen will, aber naja, manche haben es vermutlich schon verdient. Es ist rechtlich sicher nicht einwandfrei, für mich aber eine moralisch saubere Lösung. Nötigung mal hin oder her, so wie manche mit ihrem Licht am Auto rumfahren, ist das auf jeden Fall Gefährdung des Straßenverkehrs. Ich muss immer Fernlicht anmachen, um bei so einer Lichtmenge noch irgendwas zu sehen. Mache ich dann auch konsequent. Dass das saugefährlich ist, weißt du ja, es ist mindestens genauso gefährlich, wenn ich vollständig blind durch die Gegend fahre. Durch mein Fernlicht kann ich wenigstens noch ein bisschen was sehen. Vielleicht liegt es auch an deinem Auto, dass unter anderem das Federpaket durchgelatscht ist, euer Fahrzeug dadurch etwas tiefer kommt und ihr somit im Strahlwinkel sitzt. Das will ich nicht ausschließen nach 280.000 gefahrenen Kilometern. Ich denke, ein großer Grund ist, dass es generell hellere Scheinwerfer gibt, LED, und ein kleinerer, aber auch nicht irrelevanter Punkt ist die Zunahme von SUVs im Verkehr. Durch den höheren Lichtkegel ist man mit seinen Augen öfter in dem Bereich. Wenn ihr mal sehr flache Autos gefahren seid, Miata ZB, dann ist es praktisch üblich, dass dich jedes Auto blättet, weil deren Scheinwerfer auf deiner Augenhöhe sind. Das gleiche gilt für die Höhe der Scheinwerfer von SUVs und normalen Alltagsautos. Ich glaube, viele Autofahrer wissen nicht mal, dass man die einstellen kann. Teils höher eingestellt und neuere Leuchten. Finde ich persönlich absolut furchtbar, auch dass die bei Tag an sind. Das macht die Möglichkeit für mich, Auto zu fahren, nur geringer. Ja, und kann von mir aus gerne auch sofort wieder abgeschafft werden. Ich habe eine Neigung zur Migräne und bin mir sicher, dass grelles Licht mit zu den Auslösern gehört. Danach kann ich erstmal eine halbe Stunde kaum noch was sehen. Bin allerdings zum Vorteil anderer Verkehrsteilnehmer nur Nutzer der öffentlichen oder Beifahrer, Naturschutzgründe gespartes Geld ist. Oh. Mir geht es genauso. Frage mich manchmal, wie die Kisten zugelassen werden. Bei der Einführung von Xenonlicht mussten Autos eine automatische Leuchtweitenregulierung haben, vermutlich ist das noch immer so bei LED. Warum die aber viel höher leuchten dürfen, weiß ich nicht. Vielleicht hängt das mit der höheren Positionierung der Scheinwerfer zusammen. Sollte aber meiner Ansicht nach geändert werden, es ist echt anstrengend. Ja, ist leider so heftig, dass ich bei langen Nachtfahrten eine leichte Sonnenbrille nutze. Die Hauptgründe werden hier schon vielfach genannt. Immer mehr höhere Fahrzeuge mit tendenziell höheren Scheinwerfern, dazu hat jeder gehobene Neuwagen LED-Leuchtmittel und zuletzt die saublöden Abblendautomatiken. All diese Aspekte kommen vor allem an teuren Fahrzeugen zum Tragen. Fahrzeuge, die meist ohnehin stärker, schwerer und sicherer sind. Es ist ein Stück weit Klassenkampf. So kriegt man halt die Technologie in die Breite. Die Luxuskisten zahlen die Entwicklung, irgendwann hat es jede Gurke. Wäre es anders, würde der 7er den Polo weglasern, während der immer noch mit einer Zweifadenlampe zurückkehrt. Aber LED-Licht gibt es eben auch schon im Fiat Tipo. Der Early Adopter geht in die Vorleistung, weil beim Dacia keiner den Gegenwert des Rests des Autos für einen Airbag, eine Automatikgetriebe oder LED-Licht ausgegeben, gekonnt, hätte. Die Autoindustrie ist halt eine Ego-Industrie. Da ist das werbewirksam, was für den Kunden gut ist, wie Z. B. Helles Licht. Den Verkehrskontrahenten zu blenden ist dabei egal. Die alten gelben Leuchten waren gut. Die haben nicht so geblendet und ich halte die im Verkehr mit anderen Teilnehmern für besser nach wie vor. Die meisten Werkstätten überprüfen die Scheinwerferanstellung nicht mehr, beim TÜV läuft das größtenteils genauso. Hinzu kommt, dass die meisten zu blöd sind, den Regler zu benutzen, wenn sie sich den Kofferraum vorgeilen. Das, was dich blendet, wenn du hinter Autos herfährst, ist die NSL, da könnte ich auch immer besonders aus der Haut fahren. Alles, was Xenon oder LED hat, hat gar keinen Regler. NSL kann vor allem im Grenzgebiet ein Problem sein. Die Belgier hier regen mich immer tierisch auf, aber die fahren halt wieder heim und da ist bei Regen NSL-Pflicht. Heutzutage eigentlich völlig unangemessen. Die leuchten mittlerweile viel zu stark für eine solche Regelung. Kühleres Licht als früher. Und leider werden wir auch alle älter und empfindlicher.
Ich fahre nachts inzwischen nur noch am abgeblendeten Rückspiegel. Bringt einem nur leider nichts, wenn die Leute von vorne kommen. Passiert leider extrem häufig inzwischen. Geht mir auch so, ja. Dachte aber, das liegt daran, dass sowohl mein Auto als auch ich klein sind, 2009 Ford Ka und 1,63 Meter. Mein Fahrlehrer sagt, das sind die ultragrellen Xenon-Scheinwerfer, wo manche Scheinwerfer-Nerds damit übertreiben. Die Höhen sind nach wie vor vorgegeben. Früher wurde das durch Markierungen im Glas realisiert und heute läuft alles vollautomatisch. Was sich geändert hat, ist die Helligkeit der Leuchten und die deutlich höhere Einbauhöhe in SUVs. Der vorgeschriebene Winkel hilft dir halt herzlich wenig, wenn dein Kleinwagen-Cockpit dieselbe Höhe hat wie das Flutlicht des SUVs. In SUVs hat man das Problem dagegen kaum bis gar nicht, ist quasi ein Wettrüsten. Geht mir in letzter Zeit auch so. Ich habe das Gefühl, dass es zum Großteil an der Inkompetenz der Fahrer liegt. Irgendwo habe ich mal gehört, dass der Großteil der Autos bei der ersten Hut zu hohe Scheinwerfer haben, also quasi ab Auslieferung. Ich bin deswegen immer mit verstelltem Rückspiegel gefahren, jetzt fahre ich selber ein höheres Auto. Haha. Nein. Du wirst nur immer kleiner. Oft werden auch billige Glühbirnen von Drittanbietern eingebaut. Gute Lampen strahlen mehr nach rechts, um den Gegenverkehr nicht zu blenden und den Straßenrand besser zu beleuchten, Personen, Verkehrsschilder und so weiter. Die billigen Lampenglühbirnen strahlen gleichmäßig intensiv auch nach links in den Gegenverkehr. Die billigen Glühbirnen bekommt man für ca. 10 bis 20 Euro, die teuren guten gerne mal 100 Euro. Es wird also am falschen Ende gespart. Hatte ich in irgendeiner Reportage gesehen. Muss nicht immer der Fall sein. Glaube LED ist das Übel. Nervt. Ich richtig, gerade bei nasser Straße. Ich hoffe aktuell noch, dass die meisten Leute kapieren, dass sie eine Terrorbeleuchtung haben, wenn ich ihnen eine Lichthupe gebe, aber bei ein paar müsste man gefühlt auf deren Gegenspur geraten, weil man nichts sieht, bevor die kapieren, wie schwer sie anderen das Leben machen. Du schrumpfst. Diese verdammten Xenon-Scheinwerfer. Ich bin mal eine fast unbefahrene dunkle Allee lang gefahren und hinter mir plötzlich ein Xenon-Auto. Hab gedacht, die Aliens sind hinter mir gelandet. Ohne Scheiß, ich denke jedes Mal, da kommt ein Polizeifahrzeug mit Sirene. Bin deswegen sogar einmal rechts Range fahren LOL. Ich merke nicht viel. Bei ein paar Autos frage ich mich zwar schon, ob die Fernlicht anhaben, aber insgesamt finde ich es normal. Ich fahre seit 2004 MX-5 und kenne das Problem schon mein ganzes Autofahrerleben lang. Ich bekomme in letzter Zeit auch oft Lichthupen ab. Meine LED-Scheinwerfer sind 100% korrekt eingestellt, bin Mechaniker, und automatisches Fernlicht habe ich abgeschaltet. Trotzdem werde ich teilweise unter Dauerfeuer angehupt und derart geblendet von irgendwelchen Pennern, was echt gefährlich ist auf dunklen Landstraßen. Da spricht der Geringverdiener aus dir. Kauf dir einfach einen SUV, dann sitzt du höher und wirst auch nicht mehr so leicht geblendet. Ist doch ganz klar und so einfach. Ich werde während der Fahrt tatsächlich meistens von Halogenscheinwerfern, die falsch eingestellt sind, geblendet. Insgesamt liegt es wohl aber an der Einbauhöhe der Scheinwerfer. Ich habe selbst ein eher niedriges Auto und hohe SUVs und besonders Sprinter leuchten mir an Ampeln normalerweise einfach durch die Heckscheibe. Haha, die SUVs. Die sind es nicht, denn moderne Fahrzeuge haben eine automatische Leuchtweitenregulierung. Vielmehr sind es die alten Fahrzeuge, die öfters mal falsch eingestellt oder überladen sind. Vor ein paar Wochen gab es schon mal einen ähnlichen Faden hier, danach hatte ich mal drauf geachtet. Habt ihr alle keine automatische abblendbare Rückspiegel? Schon, aber jedes Mal wenden, nur weil mir jemand entgegenkommt, finde ich etwas übertrieben. Nur der Innenspiegel. Wenn du dann mal in den Außenspiegel schaust, wirst du trotzdem geflasht. Nein, bei meinem Modell gab's entweder das oder Regen- und Lichtsensor, da werden je nachdem 2 unterschiedliche Rückspiegel verbaut. Aber aufgrund der getönten Heckscheibe fand ich den Regensensor praktischer, würde ich auch wieder so bestellen. Ich habe in 3 Jahren mit dem Auto noch nie nach dem Klappmechanismus greifen müssen. Die meisten Autos haben einen Regler, mit dem man die Leuchtweite regulieren kann. Es hat nichts mit Leuchtmitteln oder Autogröße per se zu tun. Es ist einfach nur Ignoranz und sehr oft eine falsch eingestellte Leuchtweite, die sich dann insbesondere bei SUVs oder Fahrzeugen mit neuartigen, extrem hellen Leuchtmitteln sofort bemerkbar macht. Die kürzeste Leuchtweite reicht in der Regel vollkommen aus und blendet niemanden. Die Autobauer haben dieses Problem wohl durchdacht, aber halt nicht mit dem durchschnittlichen Autofahrer gerechnet, dem andere Verkehrsteilnehmer in der Regel egal sind. Gerade die neuen haben keine Regler mehr.
Ab-Xenon ist eine Automatikpflicht. Sogar mein 595 auf eine Plattform von 2007 hat dafür keine Einstellmöglichkeit mehr, sondern nur einen Sensor am Querlenker. Und selbst dann blendet das noch. Fahr mal bei Dunkelheit mit dem Rad. Bonus, wenn es regnet und du ein paar Zentimeter tiefer gelegen fährst. Ich sehe nichts mehr, wenn ich neben der Bundesstraße fahre. Ich fahre praktisch blind und mit Augenschmerzen. Der Hass gegen Autos wird nur verstärkt. Niemand sollte jemals so leiden müssen wie ich an regnerischen Tagen in der Dunkelheit, wenn ich von der Arbeit komme.